Wusstest du, dass fermentiertes Sauerkraut mehr lebende probiotische Kulturen enthält als jedes teure Darmpräparat und du dafür nur ein bisschen Kohl und Salz benötigst? Wir fangen an, das äußerste oder die äußersten Blätter eines Kohls könnt ihr entsorgen. Die gehen dann auf den Kompost, in den Biomüll oder wenn ihr habt, in eure Wurmfarm. So einfach hier abknipsen. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr dann von den schönen Blättern mindestens ein großes noch eben da behaltet. Das dient später zur Abdeckung. Das zeige ich euch dann aber natürlich nochmal. Ich habe tatsächlich 3 Kilogramm Kohl für ein Glas verwendet. Also es war wirklich eine ordentliche Menge. Und ihr könnt das so machen wie ich, dass ihr das einmal schön mit einem scharfen Messer schneidet. Noch einfacher geht das mit einem Krauthobel oder ihr nehmt einfach eure Küchenmaschine. Das funktioniert ganz genauso. Wichtig ist, so fein wie möglich, das heißt, das Messer sollte wirklich scharf sein. Ich habe ja jetzt eins, was eigentlich bei uns für Fleisch dient, aber für das Sauerkraut klappt es auch. Und damit es einfacher geht, schneide ich mir einfach immer nur so ein paar Teile ab. Und hier links könnt ihr es vielleicht schon erkennen, meine große Emailleschüssel. Da gebe ich dann das fein geschnittene Kraut direkt einmal hinein. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Habt ihr Sauerkraut schon mal selber gemacht oder esst ihr das generell sehr gerne? Und wenn, kauft ihr es sonst? Ich muss tatsächlich zugeben, bei uns zu Hause gab es immer nur gekauftes Sauerkraut. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ihr selber zu Hause machen könnt. Denn das, was ihr kauft, ist natürlich pasteurisiert, das heißt, es wurde erhitzt. Dadurch sind die ganzen wertvollen Kulturen abgestorben. Das heißt, das, was besonders gut ist in dem Sauerkraut gar nicht mehr vorhanden, sondern nur noch der Geschmack. Das ist zwar schön, der Geschmack, aber wir wollen uns ja auch was Gutes tun. Und früher war es dann tatsächlich so, dass man große Tonkrüge zu Hause gehabt hat. Da hat man dann das Sauerkraut hergestellt, abgedeckt, das wurde wie ein Schatz gehütet, da wurde regelmäßig nachgeschaut und da konnte man sich dann immer was wegnehmen und das ist super gesund und wirklich ganz günstig herzustellen. Ihr seht es, ein bisschen Kraut und dann kommt später nur Salz hinzu. Also sollte man wirklich mal ausprobieren. Ich werde das zukünftig auch noch mal im Tontopf machen. Da hatte ich mir letztens schon einen besorgt. Der ist aber gerade mit Mesopaste belegt. Daher nehme ich heute mal so 3 Liter Weggläser. Vorher ist es aber wichtig, den Kohl ordentlich durchzukneten. Dafür gebe ich jetzt 2% von der Kohlmenge, das habe ich vorher abgewogen. Also ich wusste, wie viel die Schüssel wiegt, habe dann den Kohl hineingegeben, habe das nochmal gewogen, die Menge der Schüssel abgezogen, dann das Salz hinzugegeben, also 2%. Das heißt, wenn ihr 1 Kilogramm Kohl habt, braucht ihr 20 Gramm Salz. Und da am besten immer ein unbehandeltes Salz nehmen. Ein Steinsalz, ein Meersalz, was ihr da habt. Am besten kein jodiertes Salz. Im schlimmsten Fall könnt ihr es damit auch probieren, aber wenn möglich wirklich ein schönes Meersalz nehme ich immer ganz gerne. Das Ganze wird jetzt ordentlich durchgeknetet, denn das Salz mit dem Kneten bewirkt, dass die Zellstrukturen aufplatzen und das Wasser, das sich im Kohl befindet, löst sich. Dadurch habt ihr dann später eine Flüssigkeit, unter die dann der Sauerkraut fermentiert. Für all diejenigen, die Probleme damit haben, weil die Hände nach einer Weile schmerzen, denn 10 Minuten solltet ihr dafür mindestens in Kauf nehmen. Es gibt auch Kohlstampfer. Ihr könnt alternativ, das habe ich zwischendurch dann auch gemacht, Nudelholz, wenn ihr einfach diese Hölzer habt ohne diese Griffe, dann könnt ihr auch damit stampfen. Und das ist die Flüssigkeit, die dann dabei raustritt. Die ist essentiell, die brauchen wir wirklich. Und ich habe jetzt hier heiß ausgespülte 3 Liter Weggläser mir besorgt extra.
Ich habe noch weitere zu Hause, in denen ich Sojasauce gerade für euch herstelle. Ihr dürft also gespannt sein und wenn ihr mehr von solchen leckeren Rezepten haben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich, dass wir in letzter Zeit so sehr wachsen und dass ihr Spaß an meinen Videos habt. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und wenn ihr wie die Mitglieder immer mal ein bisschen mehr Informationen und Hintergrundwissen haben wollt, dann schaut noch mal gerne in die Beschreibung. Ich habe es so gemacht, dass ich immer einen Trichter genommen habe. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber meistens mache ich das tatsächlich. Ist vielleicht so 'ne persönlicher, Spleen von mir, weil ich finde es immer ganz schön, wenn die Ränder oben sauber sind. Wenn das bei euch nicht so ist, dann später noch mal eben sauber wischen. So, dann gebe ich einfach so einen ordentlichen Schwung Kohl rein und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Kohl, den ihr ins Glas gebt, richtig fest andrückt. Auch hier sind diese Holzstampfer wirklich Gold wert. Also, wie vorhin schon gesagt, ich habe da noch mal so eine kleine Auflistung euch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr ja sonst noch mal nachschauen. Also dieser Holzstampfer ist auch eines der Dinge, die ich mir noch mal anschaffen werde. Aber alles Stück für Stück, Jahr für Jahr stockt sich hier mein Vorrat und mein Equipment auf, so dass das Fermentieren noch leichter, einfacher und ja wirklich viel entspannter abgeht. So, hier habe ich jetzt mein Nudelholz genommen. Das ist so ein kleines Nudelholz, was ich habe. Ich habe auch noch ein größeres. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr den Kohl schön runterstopft. Und ich habe tatsächlich für dieses 3 Liter Wegglas 3 Kohlköpfe verwendet. Ich hatte das dann so 3/4 voll ungefähr und habe dann gemerkt, das reicht immer noch nicht und musste dann extra noch mal los 'n weiteren Kohlkopf holen, weil es nicht ausgereicht hat. Also, guckt einfach, ihr könnt es auch in kleinere Gläser füllen oder vielleicht habt ihr ja auch diese Tonkrüge. Schaut da gerne sonst noch mal in der Beschreibung nach und schreibt's mir auch mal selber in die Kommentare, was ihr dafür nutzt. Habt ihr Sauerkraut schon selber gemacht? Und wenn ja, in Gläsern, in Tonkrügen. Da gibt's ja auch die, die so einen Deckel haben, wo man dann Wasser in den Rand gießt. Das verhindert auch noch mal richtig toll, dass da Bakterien in den Topf geraten. Das zeige ich euch noch mal, wenn das Video für die Misopaste fertig ist. Da diese aber viele Monate fermentiert, geht das noch ein bisschen. So, und hier könnt ihr es erkennen. Der Kohl ist zwar an einigen Stellen noch weiß, aber häufig noch grün. Und im Zuge der Fermentation verfärbt sich das ganz hell, also er verliert seine Farbe. Ihr solltet ihn ungefähr 7 Tage bei 18 bis 22 Grad lagern. Am besten auch dunkel lagern, nicht in der Sonne stellen oder dem hellen Licht aussetzen. Am besten passiert das in einem Schrank oder in einem dunklen, Keller. Und dann wird die Milchsäuregärung angestoßen. Das passiert ganz automatisch. Und er wird so typisch mild säuerlich nach 3 bis 4 Wochen. Und wenn ihr ihn kräftig sauer haben möchtet, dann 6 bis 8 Wochen fermentieren lassen oder auch länger. Dann aber, wenn möglich, ein bisschen kühler lagern, so bei 15 bis 18 Grad Celsius. Und somit könnt ihr eine gleichmäßige Fermentation fördern. Es ist also kein Hexenwerk. Ich hatte es ja in meinem alten Haus so, dass es unheimlich warm war. Da war es mir nicht möglich, Sauerkraut oder Ähnliches herzustellen, weil also unter 21, 23 Grad hatte ich nie eine Temperatur. Deswegen hatte ich ja auch immer so Schwierigkeiten, eine Essigmutter herzustellen. Diese Zeiten gehören Gott sei Dank der Vergangenheit an. Und deswegen freue ich mich, wenn ich euch jetzt immer noch mehr Content zeige. Auch demnächst kommt wieder was mit einem Essig. Seid da wirklich gespannt drauf. So, und hier kommen die letzten Reste rein. Ich habe zwischendurch den Topf noch mal eben gewechselt,
weil der Emailletopf dann in der Geschirrspülmaschine war. Und es ganz wichtig ist, dass ihr sauber arbeitet. Das heißt, wenn ihr etwas benutzt habt und dann zwischendurch vielleicht eine Pause machen müsst, wie bei mir, weil ihr noch 'n Kohl kaufen müsst, wirklich zwischendurch das Geschirr noch mal eben säubern. Auch hier das Nudelholz, das habe ich immer mal wieder heiß abgespült, damit da keine Keime drankommen, die wir später nicht haben wollen. Und dann stopfe ich das wirklich richtig rein und fülle das Glas bis oben hin. Da muss ich tatsächlich gestehen, da habe ich ein bisschen zu viel des Guten, aber ihr seht, da geht noch was. Und wenn die Fermentation dann begonnen hat, dann sinkt es auch noch mal ein kleines bisschen. Und diese Flüssigkeit, die ihr hier seht, die stammt wirklich rein von dem Kohl. Da habe ich nichts hinzugesetzt und das ist das, was wir brauchen. Für den Fall, dass ihr wirklich alles gegeben habt und es bildet sich nicht genügend Flüssigkeit, dann könntet ihr auch ein bisschen tricksen. Das würde ich dann aber direkt nach dem Ansetzen machen. Und zwar nehmt ihr dann zum Beispiel 1 Liter Wasser, löst darin 20 Gramm Salz auf, also wieder eine zweiprozentige Salzlake und gießt das dann oben drauf. Aber wenn ihr es hinbekommt, dann unbedingt mit der eigenen Flüssigkeit vom Kraut arbeiten, denn das schmeckt und ist tatsächlich am besten und am gesündesten. Aber das nur so als Hinweis. So, dann kommen wir noch zu dem Kohlblatt, was wir ja aufbewahrt haben. Das passt gerade mal so ins Glas, also sehr locker natürlich. Und das könnt ihr euch jetzt zurechtschneiden oder ich drücke das da einfach so rein, dass ich auch die Kanten damit einschließe. Wichtig ist, da passiert etwas, da steigen Gase hoch und dann bewegt sich das Blatt. Und das heißt, ihr solltet immer regelmäßig, vielleicht so einmal in der Woche eben nachkontrollieren, gerade in der Anfangszeit, ob das Blatt über der Flüssigkeit ist oder ob sich da Kohl gelöst hat und dann nochmal nachjustieren. Trotz Gärgewicht kann das nämlich passieren, einfach weil das etwas Lebendiges ist. Ein lebendiges Mikroorganismus, den wir uns hier daran züchten. Und den Rand am besten noch mal eben sauber wischen. Ich habe hier so ein Tuch genommen und habe ein bisschen 40-prozentigen Alkohol hierfür genommen. Es geht aber auch mit heißem Wasser natürlich. Dann nehmt ein Küchentuch oder ein Küchenkrepp, je nachdem, was ihr da habt, Gummiband und schön dunkel stellen. Das ist das Wichtigste. Die Zeiten habe ich euch ja noch mal genannt. Ich schreibe sie auch noch mal unten in die Beschreibung und guckt mal, nach ungefähr 1, 2 Wochen hat es sich nicht nur verfärbt, sondern es ist unheimlich viel Leben da drin. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es euch schmeckt und welche Varianten ihr vielleicht gemacht habt. Gebt ihr vielleicht Kümmel hinzu? Das lasst mich mal gerne wissen und dann sehen wir uns in diesen Videos wieder. Ich sende euch viele liebe Grüße, eure Emma.